Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir, wie du den Lüfter deines Gaming Notebooks wieder auf volle Leistung bringen kannst. Du siehst jede Menge Tipps und Tricks und die komplette Demontage und Montage des Gehäuseunterteils, um den Lüfter frei zu bekommen. Die Anleitung ist allgemeingültig, also bleib dran, es lohnt sich für dich. Eine gute Kühlung ist Voraussetzung für eine optimale Leistung deines Gaming Notebooks. Angesaugte Staubpartikel aus der Umgebung können das Lüftungssystem einschränken. Eine vollständige Reinigung ist nur mit einer Demontage des Gehäuseunterteils möglich und dauert je nach Übung 5 bis 10 Minuten. Falls noch nicht geschehen, solltest du das Notebook jetzt herunterfahren und den Stromstecker abziehen. Die Schrauben sind bei allen Notebook-Typen immer an der Rückseite, deswegen klappen wir das Notebook zu und drehen es um. Normalerweise werden Kreuzschlitzschrauben verwendet. Das Gehäuseunterteil lässt sich nur abbauen, wenn alle Schrauben einzeln demontiert wurden. Ich schraube an meinen Notebooks immer ohne Akkuschrauber, weil ich so einfach mehr Gefühl habe. Ansonsten ist es sinnvoll, magnetische Bits zu verwenden, dann fallen die Schrauben auch nicht herunter. Nach dem Aufschrauben ist es eine gute Idee zu kontrollieren, ob auch alle Schrauben entfernt wurden. Es kann mitunter vorkommen, dass sich zum Beispiel eine Schraube nicht entfernen lässt. Wenn du diese komplett aufgedreht hast, lass es so. Das Gehäuseunterteil geht auch so auf. Nachdem die Schrauben entfernt wurden, gibt es immer wieder Bereiche, die sich einfach und ohne Druck lösen und Stellen, wo das Gehäuse noch fest verklemmt ist. Diese Bereiche stemmen wir mit dem Schlitzaufsatz vorsichtig auf. Hierzu steckst du den Schraubenzieher-Aufsatz in die Zwischennut und klemmst das Plastikteil auf. Bei der Demontage kommt es häufig vor, dass sich ein Teil des Plastikgehäuses verhakt. Hier ist die linke Seite gelöst und gibt den Blick ins Innere ohne großen Widerstand frei. Auf der rechten Seite sitzt das Plastikgehäuse fest. Die USB-Anschlüsse und die Kopfhöreranschlüsse sind noch eingerastet. Am besten drückt man auf der anderen Seite mit leichtem Druck dagegen. Dadurch lässt sich die erste Verspannung lösen. Mit einem beherzten Ruck lässt sich auch dieses Hindernis umgehen. Das Gehäuseteil schnappt endlich auf, 3 von 4 Seiten liegen offen. Man kann also schön durch den Schlitz hineinsehen. Nun wird der Laptop gedreht und eine weitere Abdeckung abgeklemmt. Es handelt sich um eine Blende, die entfernt wird, um das untere Plastikteil lösen zu können. Auch das geht ohne großen Druck und man kann teilweise ein Klicken hören. Es kann notwendig sein, den Laptop abermals zu wenden. Anschließend wird in vertikaler Richtung ausgehebelt, um das Gehäuse frei zu bekommen. Danach kannst du das Gehäuse nach oben abziehen und die Hardware des Notebooks ist ohne Hindernisse zugänglich. Bei den Ausklemmarbeiten können Plastikteile ausbrechen. Gehe daher vorsichtig vor. Die Lüfter sehen recht sauber aus, aber der Schein trügt. Die Menge kann schon reichen, dass es unrund läuft und die Leistung nicht ausreicht. Der grobe Staub wird mit einem Pinsel entfernt. Einfaches Gleiten über der Lüftungsoberfläche reicht dabei völlig aus. Danach kommt der Staubsauger zum Einsatz. Ich sauge dabei die Lüfter einmal von oben ab, anschließend auch durch den Absaugkanal. Wenn sich dabei die Lüfter drehen, ist das soweit normal. Wenn man schon mal dabei ist, lohnt es sich auch, die anderen Staubnester zu entfernen. Wichtig sind dabei die Gitter an den Lüftungsschlitzen. Nun kann alles wieder montiert werden.
Beim Einlegen des Plastikgehäuses ist darauf zu achten, dass es so eingelegt wird, wie vorher demontiert wurde. Der Start erfolgt bei den Gehäuseschlitzen. Anschließend werden die beiden Gehäusedeckel mit sanftem Druck verklemmt. Beim Montieren kann es, wie bei der Demontage sein, dass ein Bereich mit vorhandenen Anschlüssen kollidiert. Mit einer Hand wird gegen den kollidierenden Anschluss gedrückt, dadurch wird der Platz frei für das Gehäuse und beides rastet ein. Als nächstes kommt das Verschrauben an die Reihe. Die ersten 4 Schrauben montiere ich jeweils an die Ränder, um ein Verklemmen zu verhindern. Anschließend werden die übrigen Schrauben in die Bohrungen eingeführt und wieder montiert. Ein handfestes Drehen der Schraube reicht dabei völlig aus. Zum Schluss wird noch die Blende eingerastet und das Notebook sieht aus wie vorher. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Nach der Montage bootet der Rechner wieder ordnungsgemäß hoch. Der Lüfter ist nun deutlich leiser. Zum Schluss empfehle ich dir, mit der Lüftersteuerung auf volle Leistung zu gehen. Halte ein Stück Papier an dem Lüftungsgitter. Das Papier sollte vom Lüftungssog weggedrückt werden. Wie du siehst, ist das Reinigen des Lüfters eines Gaming-Notebooks nicht schwer. Bitte teile das Video in den sozialen Netzwerken, um mich zu unterstützen. Wenn du den Kanal abonnierst, findest du dieses Video später in deiner YouTube-Rubrik Abos. Das spart dir wertvolle Zeit. Ansonsten sehe ich dich hoffentlich bald wieder. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.